Hallo Freunde der Aquaristik. Heute beschäftigen wir uns mal mit Easy Carbo bzw. mit den vergleichbaren Produkten anderer Hersteller. Bei diesen Produkten ist der Wirkstoff, der dahinter steckt, der die Wirkung hat, ist das Glutaraldehyd. Bei Glutaraldehyd handelt es sich um ein Industriedesinfektionsmittel, was vor allem in der Medizin zur Desinfektion medizinischer Geräte verwendet wird. In der Aquaristik soll dieses Produkt angeblich als Ersatz für CO2-Düngung verwendet werden und wird daher als Flüssig-CO2 oder flüssiger Kohlenstoff bezeichnet. Tatsächlich hat Glutaraldehyd nichts mit CO2 und auch nichts mit Flüssigkohlenstoff zu tun. Weder gibt es nennenswerte Mengen an CO2 ins Aquarium, noch können die Pflanzen mit dem Kohlenstoff, der dabei entsteht bzw. der dabei ins Aquarium kommt, nichts anfangen. Denn Pflanzen sind autotrophe Lebewesen, die sich ausschließlich von mineralischen bzw. anorganischen Stoffen ernähren. Allerdings hat sich herausgestellt, dass Glutaraldehyd eine gewisse algizide Wirkung hat. Mit dieser Wirkung dürfen die Hersteller jedoch nicht werben, weil ihre Produkte sonst als Algizide bzw. als Biozide gewertet werden. Und die Biozide bedürfen einer viel schärferen Zulassung. Diese Zulassung würden die Hersteller nicht bekommen. Tatsächlich hat Glutaraldehyd eine algizide Wirkung, die also in Internetkreisen sich verbreitet hat, dass also die Hersteller da gar nicht großartig was dran informieren müssen. Allerdings ein Nachteil hat die Sache. Algizide wirken nicht nur gegen Algen, sondern wirken auch entsprechend gegen Pflanzen. Glutaraldehyd reichert sich an den Zellwänden der Pflanzen an und blockiert die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. Das bedeutet aber, dass man diese Wirkung nicht sofort feststellt. Die Wirkung tritt erst schrittweise ganz langsam ein. Zuerst merkt man, dass die Pflanzen etwas schlechter wachsen und dieses verstärkt sich immer weiter, bis die Pflanzen irgendwann komplett aufhören zu wachsen und dann Schritt für Schritt eingehen. Trotzdem bei kurzzeitiger Anwendung, also speziell gegen Algen, tritt diese Wirkung eher in den Hintergrund, sodass sich die Pflanzen von dieser Behandlung durchaus wieder erholen können. Das bedeutet, bei einer kurzfristigen Algenbekämpfung ist dieses Mittel durchaus akzeptabel. Trotzdem sollten Algizide immer das letzte Mittel der Wahl sein, wenn also nichts anderes mehr funktioniert. Laut Gefahrstoffverordnung ist das Glutaraldehyd deklarationspflichtig. Das bedeutet, dass eigentlich auf den Verpackungen der Hersteller vermerkt werden muss, welcher Stoff enthalten ist. Allerdings ist die Konzentration so niedrig in den Produkten, der liegt normalerweise zwischen 1 und 4%, wobei Easy Carbo da an der Obergrenze von 4% liegt. Also durch diese geringe Konzentration muss zwar der Wirkstoff genannt werden, aber es müssen keine Gefahrenhinweise gegeben werden. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das, was die Hersteller über das Produkt sagen, dass es also CO2 ins Aquarium bringt, das ist schlichtweg nicht richtig, beziehungsweise nur in geringstem Umfang richtig, der jedoch für die Pflanzen keine Rolle spielt. Richtig ist jedoch die algizide Wirkung, aber diese Wirkung funktioniert tatsächlich bei einigen Algenarten. Trotzdem betone ich immer wieder, dass chemische Mittel immer das letzte Mittel der Wahl sein sollten, wenn man auf biologischem Wege die Algen nicht beseitigen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, ob ihr schon Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht habt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank für euer Interesse.